Gesundheit braucht Verstand. Wir gehen heute nochmal auf das Thema CMD ein. CMD, Kraniomandibuläre Dysfunktion. Beschäftigen sich mit Kiefergelenken, auf bis Zahnstellung und so weiter. Also dieser ganze Bewegungsapparat des Unterkiefers, der wird da in diesem Rahmen behandelt, wenn jemand CMD hat. Was das im Einzelnen ist, da gehe ich gleich drauf ein, das erkläre ich. Als nächstes stelle ich mal Methoden vor, die so aktuell immer gemacht werden. Und es gibt ja nahezu ein Gurutum, also ein Wust von Spezialisten. Und die Leute reisen um die halbe Welt, um noch den Superspezialisten zu finden, der endlich die richtige Lösung findet für ihr Problem. Darauf gehe ich ein. Und zum Schluss gehe ich darauf ein, was man wirklich am sinnvollsten macht, was wirklich helfen könnte bei CMD, beziehungsweise ich akzeptiere das ja noch nicht mal, dass es eine CMD gibt. So weit gehe ich, weil CMD ist mit Sicherheit keine Ursache für nichts, sondern es ist ein Symptom in einer Kette von vielen Symptomen. So müssen wir es sehen. Und wenn es nur ein Symptom ist, dann ist auch jede CMD-Behandlung eine reine symptomatische Behandlung. Das heißt, ich konzentriere mich eigentlich nur darauf, auf eine Stelle, die belastet ist, wo irgendwelche Dysfunktionen oder Fehlfunktionen sich eingestellt haben. Nicht mehr und nicht weniger. So, das verstehen wir eigentlich unter CMD. Also, klassisch wird verstanden, irgendwas passt mit den Kiefergelenken nicht genau. Sie verschieben sich. Der Diskus, das ist so ein kleines Kissen, was zwischen der Gelenkpfanne und dem Köpfchen des Kiefergelenkes, was sich in der Gelenkpfanne bewegt, da rutscht das hin und her und sorgt quasi dafür, dass da nicht Knochen auf Knochen arbeitet. Der ist auch noch nach hinten festgemacht, dieser kleine Diskus mit Fasern. Das heißt, selbst wenn der mal verrutschen würde, dann hätten die Knochen immer noch keinen Kontakt, da wäre da immer noch so ein Faserbündel zwischen. Ja, und wenn wir den Mund aufmachen und die Kiefergelenke knacken, dann bedeutet das, dieser Diskus, der verschiebt sich schon mal, der springt dann etwas verspätet in dieser Gelenkkapsel hin und her und sitzt noch nicht in der richtigen Position. Also der rückt sich erst noch zurecht. Wenn also Kiefergelenk öffnet und es knackt, dann ist genau diese Positionierung des Diskus, die dieses Geräusch verursacht. So, und da gibt es halt Diagnosen, dann Verlagerung des Diskus und so weiter, Belastung der Kiefergelenke, Verschiebung der Kiefergelenke, da wird alles Mögliche gemessen mit komplizierten, oder zumindest kompliziert aussehenden Geräten, so kompliziert sind sie ja gar nicht, sind in der Zwischenzeit natürlich am Computer angeschlossen, wie alles, und man will genaue Messwerte feststellen, wie denn diese Bewegung ausgelenkt ist und das vergleichen mit dem, wie sie eigentlich sein müsste. Ja, und diese Messung, was man misst, das ist natürlich immer sehr überzeugend, dann kann man Abweichungen durchaus darstellen, die sind ja auch tatsächlich da. Frage ist nur, ob ich die mit einem Messgerät so sauber erfassen kann, denn Sie können es ja selber ausprobieren. Sie müssen ja nur Ihren Kopf etwas verlagern, mal so ein bisschen nach hinten legen, ein bisschen nach vorne legen, ein bisschen zur Seite legen und immer ein bisschen mit den Zähnen klappern dabei. Ja? Machen Sie immer das. So, und dann zur Seite legen, anderen Seite legen, nach hinten legen. Und dann merkt man schon, aha, jedes Mal, wenn ich meinen Kopf nur ganz gering zur Seite gelegt habe oder nach hinten gelegt habe, beiß ich völlig anders auf. Und mein Kiefergelenk ist in einer völlig anderen Position. Denn das ist doch ganz klar, das folgt doch der Erdanziehungskraft. Der Kiefergelenk ist der lockere Teil am Schädel. Ja, das andere ist fest, der Oberkiefer ist fest. Den können wir nicht bewegen, wir können nur den Unterkiefer bewegen. Und wenn ich nur leicht verlagert zur Seite, fällt natürlich mein Unterkiefer auch zur Seite. Das geht gar nicht anders, weil die Erdanziehungskraft, die können wir nicht überlisten. Die ist da. Ja, überlisten könnte man sie höchstens, wenn wir festhalten, festbinden oder fest aufbeißen von mir aus. Aber ansonsten wäre es ja gar nicht möglich. Das heißt, zweimal den Kopf in genau der gleichen Position zu haben, ist ja ausgeschlossen. Das schafft kein Mensch, weil wir können den ja nicht einspannen.
das wird ja heftig wehtun. Ja? Und die geringste Bewegung reicht aus für eine Verlagerung, für eine völlige Veränderung in den Gelenken. Also so einfach ist das mit der Messtechnik auch nicht, auch wenn die so toll aussieht. Außerdem ist die Frage, brauchen wir das überhaupt, um das genau festzustellen? Wenn jemand ein asymmetrisches Gesicht hat, eine Verschiebung des Unterkiefers hat, das sieht man schon so, das muss man gar nicht mit einer Maschine nachmessen. Also, da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen und meiner Ansicht nach ist das relativ überflüssig, ob man das da feststellt oder nicht feststellt. Und die Therapie hat ja auch darauf relativ wenig Konsequenzen. So, was wird denn jetzt gemacht an Therapie? So, das typische Mittel der Wahl ist, man arbeitet mit Schienensystemen. Das ist ja auch zunächst mal relativ plausibel. Wenn ich sage, da passt was nicht und ich mache dir eine Schiene zwischen Zähnen, dann rutscht das alles dahin, wo es hin soll, weil ich kann das mit meiner Schiene genauso einstellen, wie es gebraucht wird. Das wäre so die Aussage. Ja, und dann werden Schienen gemacht. Fängt meistens erst mit einfachen Schienen an. Die meisten fangen sogar erst mit Knirscherschienen an. Die gehen ja meistens zum Zahnarzt, weil sie Zähne knirschen. Ja, und dann wird ja erst festgestellt, ja, CMD und CMD ist ein Riesenproblem und kann ausufern und Sie können weiß Gott was kriegen, können Tinnitus kriegen oder Nackenschmerzen oder sogar Schmerzen im Knie. Das habe ich ja gerade schon gesagt, dass das sehr spekulativ ist und absolut nicht zutreffen kann. Das ist schlichtweg Unsinn. So, aber immerhin sind wir an der Stelle, wo ich gerade gesagt habe, ja, rutscht denn da überhaupt was hin, wo es hin soll? Könnte ja nur sein, wann, ja, muss man mal wieder überlegen oder so einen Vergleich ziehen, wann können Schienen eigentlich etwas führen? Ich habe es vorhin schon angedeutet, nämlich dann, wenn ein hohes Gewicht auf der Schiene liegt. Sonst wird die Eisenbahn aus jeder Kurve fliegen, wenn die nicht so richtig schwer wäre. Sie wird von Schienen geführt, weil sie viel Gewicht hat. So, und in unserem Mund, wo wir ja nur den Unterkiefer bewegen können, nochmal, da sollen jetzt Schienen führen, könnte funktionieren. Ich habe also eine Schiene da in meinem Mund und jetzt weiß ich so richtig, dann wird es ja vielleicht dahin rutschen, aber nur vielleicht. Aber dann hätten wir einen katastrophalen Zustand. Denn wir hätten eine extreme Muskelspannung aufgebaut in unserer Kaumuskulatur. Ja, denn genau von der werden unsere Kiefergelenke geführt und von der Muskulatur, die im Mund ist. Und da spielt speziell die Zunge eine große Rolle, denn ihre Zunge, die zentriert den Unterkiefer, nichts anderes. Die Kaumuskulatur, die hilft dabei, aber nicht bei der Zentrierung unbedingt. Das ist hauptsächlich der Job der Zunge. Ob Sie es glauben oder nicht. Dazu muss die Zunge aber eine bestimmte Position im Mund haben, sonst kann die das nicht. Und wenn eine Zunge schlaff ist, dann ist es ausgeschlossen, dass der Unterkiefer zentriert ist. Weder mit Schiene noch ohne Schiene. Es ist ausgeschlossen, weil der Unterkiefer hat dann keine Führung. Die Zungenspitze gehört nach oben an den Kiefer, angelegt, hochgerichtet. Ja, und in dem Moment, wo sie da liegt, wird der Unterkiefer in die Mitte gezogen. Würde ich jetzt meinen Kopf verlagern, zum Beispiel, weil ich im Bett auf dem Kopfkissen liege und mein Kopf auf der Seite liegt, dann würde trotzdem, obwohl die Zunge hier oben ist, wird trotzdem der Unterkiefer zur Seite rutschen und meine Zunge auch so ein bisschen mitnehmen, aber die Zunge hat diese Form und nur aus der Form heraus bleibt sie immer ausgerichtet auf einen gewissen Punkt, nämlich auf einen relativ zentralen Punkt oben hinter den Zähnen. Ja, sie bleibt ausgerichtet, sie liegt da nicht mehr, deswegen gibt es auch keine Ruheposition der Zunge, wird häufig gebraucht, der Begriff, gerne in der Logopädie und viele haben sich dem schon angeglichen und so weiter, sprechen von der Ruheposition der Zunge, die gibt es natürlich in der Form nicht, ist aber immerhin schon besser daran zu denken, weil sie will ja eigentlich nur markieren, wo die Zungenspitze letztlich anliegen soll. Ja? Also insofern können wir leben mit dem Begriff, ist zwar nicht richtig, aber akzeptieren wir einfach mal. So, die Zunge hat also eine bestimmte Form und aus dieser Form heraus ist sie zu diesem Punkt orientiert. Nicht an diesem Punkt, sondern immer zu diesem Punkt orientiert. Der Unterkiefer wird durch die Zunge zentriert, nämlich in dem Moment, wo Sie schlucken, vor jedem Schlucken gibt es einen Aufbiss. Also ich schlucke, dann reißen die Backenzähne auf. Und die Zunge, die ist vorher genau in die richtige Position gegangen, egal ob ich auf der Seite liege oder nicht. Sie ist genau in diese Position gerutscht,
hat einen kleinen Druck ausgeübt und damit zieht sie den Unterkiefer ins Zentrum, da wo mir der Aufbiss gelingt, ohne dass ich mir auf die Zunge beiße und ohne dass ich mir auf die Wangen beiße. Genauso funktioniert das System. Das geht aber nur über Muskulatur. Der ganze Unterkiefer wird also nur über Muskulatur bewegt. Durch nichts anderes. Durch eine Schiene kann der Unterkiefer nicht bewegt werden, denn die Schiene sitzt ja auf den Zähnen. Die Zähne sitzen in Knochen und die Zähne können gar nichts bewegen. Sie sind mucksmäuschenstill an der gleichen Stelle. Ja, es ist ausgeschlossen, dass sie den Unterkiefer bewegen können. So, und was da gemacht wird, ist eigentlich völlig unverständlich. Mir hat es auch noch keiner plausibel erklären können und ich habe mich schon mit vielen Gurus unterhalten, außer dass das ideologisch besetzt ist, was da alles ausgerichtet werden kann. Mit Schienen habe ich nie was anderes von denen gehört. Deswegen verstehe ich eigentlich diese Schienentherapie nicht, wieso konstant da dran geblieben wird. Es gibt natürlich für alles Ausnahmen. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ja? Und manchmal, wenn ein Patient hohe Schmerzen hat, dann kann es durchaus günstig sein, wenn ich die Zähne mal auseinander drücke, beziehungsweise das Kiefergelenk auseinanderziehe, indem ich die Zähne aufbeiße. Und wenn dann da etwas zwischen ist, und ich habe das ein bisschen angehoben, dann kann ich da so eine Distraktion, also so ein Auseinandergleiten der Kiefergelenke bewirken. Und das löst im Moment den Schmerz auf, weil die jetzt nicht mehr belastet sind in einer bestimmten Situation. Ja, das kann durchaus zu einer Auflösung führen. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. So mal als Notfallsystem anzuwenden, könnte so eine Schiene durchaus nützlich sein, aber doch nicht, um irgendwas zu korrigieren. Außerdem kann die Schiene in keinster Weise auf Muskulatur einwirken. Wie soll sie das machen? Wie soll sich der Kopf aufrichten durch eine Schiene? Völlig ausgeschlossen. Ja, insofern muss man sich also etwas überlegen, was man macht, damit der Unterkiefer sich zentriert und alle Funktionen, die damit einhergehen, die zu dieser Zentrierung beitragen, auch tatsächlich so eingestellt sind, wie sie sein müssen. Ansonsten wird alles beim Alten bleiben. Ja, und da gibt es unzählige Trainingsmethoden, die darauf Rücksicht nehmen, wo die Zunge sein soll. Dann werden die dollsten Übungen mit der Zunge gemacht, also es wird was drangehängt und die Zunge soll üben, Gewichte zu heben. Ja, das ist natürlich auch alles Unsinn, weil dann verlasse ich das Bewegungsmuster der Zunge. Ich mache eigentlich damit auch mehr kaputt, als ich gut mache. Ich muss also in einem Bewegungsmuster bleiben. Ich muss es so realisieren, wie es sich natürlicherweise abspielt. Und keine Artistik üben, wenn ich die Grundübung noch nicht mal beherrsche. Ja, natürlich kann ich alles Mögliche mit meiner Zunge machen, aber doch nicht ausdauernd durchführen, dass es quasi ein Training ist. Dann verändere ich die ganze Struktur, nicht nur in der Zungenmuskulatur, sondern in einem kompletten System. Gefährlich, schlecht, verschlechtert die Situation der Betroffenen. Also, wir haben die Faceformer-Therapie natürlich dafür gemacht, ja, die habe ich ja schon mehrfach vorgestellt. Und dann kommen immer so Aussagen, ja, die Faceformer-Therapie, was soll die alles können? Und die Faceformer-Therapie, ja, will er damit Geld verdienen? Ja, natürlich will ich auch Geld verdienen, ich muss ja sogar Geld verdienen, sonst kann ich ja gar nichts machen, dann kann ich auch nichts erfinden und entwickeln. Aber es handelt sich doch dabei um einen Mini-Betrag gemessen daran, was so ein Faceformer kostet, also diese extrem geringen Kosten, die ich aufwenden muss, um mir ein Trainingsgerät zu kaufen, mit dem ich auch etwas tun muss. Das heißt, ich trainiere selber, um etwas zu erreichen. Schienen hingegen könnte man ja fast vergleichen mit Hand auflegen. Ich erwarte, dass so eine Schiene etwas erreicht, was ich ohne jeglichen Einsatz gar nicht erreichen könnte. Na, könnt ihr euch sowas vorstellen, dass das funktioniert? Ihr müsst selber etwas tun, wenn ihr das nicht macht. Ihr könnt das Tennisspiel nicht lernen, indem ihr euch ein Video anguckt. Ihr müsst es trainieren, ihr müsst es üben, ihr müsst es selber machen. Und genauso ist es hier. Und ich kann euch sagen, macht es mit Freude, macht es mit Spaß. Denn nichts ist schöner, als wenn man spürt, dass man durch eigenen Einsatz seine Gesundheit so maßgeblich beeinflussen kann. Und ihr spürt es ja schon nach kurzer Zeit, nicht von heute auf morgen, aber schon nach 2, 3 Wochen sagt ihr, ja, da passiert was. Es entwickelt sich natürlich alles mit dem Trainingsstand. Das heißt, je weiter euer Trainingsstand ist, desto besser funktioniert es ja auch. Man kann es wirklich nicht kurzfristig erwarten. Also, macht das. Ich rate es euch.
Es geht doch primär darum, dass ich etwas einübe, was ich unbedingt können muss, und das sind Basisfunktionen, die verändert sind. Also die grundlegendste Funktion des Menschen. Wir fangen wirklich am Anfang an, wir fangen wirklich an den Ursachen an. Ja, es wird trainiert, die Schluckbewegung, das Atmen, also quasi die Atemfunktion und die Kopfbalance. Das sind Dinge, die müssen unbedingt eingestellt sein, damit alles andere sich überhaupt richtig korrigieren kann. Ansonsten bleibt das Falsche, weil die Grundfunktionen niemals richtig waren. Ja, so, und die anderen Funktionen, die draufsetzen, wo dann voller Stolz gesagt wird, mir hat es aber geholfen. Natürlich gibt es immer auch jemanden, dem das geholfen hat, ganz klar. Ja, wir werden keine Methode finden, wo nicht einer da ist, der sagt, mir hat es auch geholfen. Ja, es ist zwar nicht plausibel, aber es hat ihm geholfen. So, also, nur wenn das geholfen hat, wo ich angesetzt habe, in der Mitte eines Funktionssystems, also bei einem Symptom im Funktionssystem, dann habe ich niemals eine Ursache beseitigt und ich könnte niemals langfristig Erfolg haben. Das heißt, es wird sich immer wieder einstellen. Okay, das war's zu dem Thema heute. Wenn das Video gefallen hat, dann bitte liken, an Freunde und Bekannte weitergeben, unbedingt den Kanal abonnieren, auf den Klingelknopf drücken, dann werden Sie immer erinnert, wenn ein neues Video kommt, und schreiben Sie einen Kommentar. Wir gehen ja immer schnell darauf ein. Danke für heute und tschüss.